Mein Knie tut heute zum Glück nicht mehr so stark weh. Das ist sehr gut. Der Arzt im Krankenhaus hat gesagt, das ist nur eine Prellung. Ja, diese feste Bandage hilft sehr, aber weite Strecken kann ich noch nicht laufen. Deshalb nehmen wir heute für unseren Ausflug die U-Bahn. Das ist eine gute Idee. Ich bin noch nie in Berlin mit der U-Bahn gefahren. Es ist ganz einfach. Schau, da vorne ist schon das große blaue Schild mit dem U. Das ist die Station Alexanderplatz. Sehe ich das richtig? Genau. Wir müssen jetzt die Treppe hinuntergehen. Kannst du das? Ja, wenn ich mich gut am Geländer festhalte, geht das problemlos. Lass uns sehr langsam gehen. Wir haben den ganzen Tag Zeit. Es riecht hier unten typisch nach U-Bahn, etwas nach Metall und Bremsen. Ich mag diesen Geruch eigentlich. Das ist der echte Duft der Großstadt. Da vorne stehen 3 gelbe Automaten für die Fahrkarten. Richtig. Wir brauchen zuerst ein Ticket, bevor wir zum Bahnsteig hinuntergehen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, welches Ticket wir hier brauchen. Das System ist am Anfang ein bisschen kompliziert, aber ich helfe dir dabei. Wir brauchen bestimmt Tickets für 2 Personen für den ganzen Tag. Lass uns zu dem freien Automaten da drüben an der Wand gehen. Der Bildschirm leuchtet schon. Kannst du die Sprache auf Englisch stellen? Nein, wir üben Deutsch. Du schaffst das auch auf Deutsch. Na gut, dann drücke ich jetzt mal mit dem Finger auf den Startbildschirm. Sehr gut. Jetzt musst du die richtige Tarifzone auswählen. Was genau bedeutet Tarifzone A, B oder C? Das erkläre ich dir jetzt. Schau mal auf diese große bunte Karte daneben. Berlin ist also in 3 Zonen eingeteilt, ist das richtig? Ja, A ist das Zentrum, B ist die Stadt und C ist das Umland. Unser Ziel, das Technikmuseum, ist ganz sicher im Zentrum, oder? Richtig, es liegt in der Zone A. Also brauchen wir ein Ticket für die Zonen A und B. Okay, ich drücke auf dem Touchscreen auf Einzelfahrausweis Berlin A. Warte kurz, ein Einzelfahrausweis gilt nur für eine Richtung. Aber wir wollen doch heute Abend auch wieder zurück ins Hotel fahren. Genau, deshalb ist eine Tageskarte für uns beide viel besser und auch billiger. Ah, das ist schlau. Wo finde ich die Tageskarte auf dem Bildschirm? Drück einfach auf den Button Tageskarten und dann auf Tageskarte Berlin A, B. Gefunden. Ich habe zweimal darauf gedrückt. 2 Tickets liegen jetzt im Warenkorb. Super gemacht. Jetzt siehst du den Preis unten rechts auf dem Display. 9,90 € pro Person. Das macht fast 20 Euro. Das ist völlig okay. Damit können wir heute alle Bahnen und Busse nutzen. Wie möchtest du bezahlen? Mit Bargeld oder mit der Karte? Ich habe nicht genug Münzen dabei. Zahlst du bitte mit deiner Kreditkarte? Mache ich. Ich halte die Karte einfach hier an dieses kleine schwarze Gerät. Es piept leise. Die Zahlung wird vom System verarbeitet. Jetzt macht der Automat laute Geräusche. Er druckt unsere Tickets aus. Ja, die Tickets fallen gleich in das kleine silberne Fach unten. Ich hole sie heraus. Hier ist dein Ticket, Anna. Danke dir. Stecke es aber noch nicht direkt in deine Jackentasche. Warum nicht? Wir haben doch bezahlt und alles ist erledigt. Wir müssen die Tickets noch stempeln, sonst sind sie nicht gültig. Was meinst du mit Stempeln? Das Ticket ist doch brandneu.
In Berlin haben die Tickets kein Datum, wenn sie aus dem Automaten kommen. Oh, das wusste ich nicht. Wo bekommt man denn das aktuelle Datum her? Schau mal auf diesen kleinen roten Kasten direkt neben dem Automaten. Da steht „Bitte hier entwerten“ auf dem Kasten drauf. Genau, das ist der Entwerter. Du musst das Ticket in den Schlitz stecken. In welche Richtung? Ist das egal, wie herum ich es halte? Nein, der kleine aufgedruckte Pfeil auf dem Ticket muss nach vorne zeigen. Okay, ich stecke mein Ticket jetzt vorsichtig in den Schlitz hinein. Es hat laut Klick gemacht. Zieh es wieder heraus. Ah, jetzt ist ein Datum und eine Uhrzeit auf das Papier gestempelt. Perfekt. Jetzt ist deine Tageskarte offiziell für heute gültig. Hier, nimm mein Ticket und mach du das mit deinem Schein auch so. Mache ich. So, reinstecken, Klick und fertig gestempelt. Was passiert eigentlich, wenn man vergisst, sein Ticket zu stempeln? Dann kostet das 60 € Strafe, wenn man kontrolliert wird. 60 €? Das ist ja richtig teuer. Das nennt man in Deutschland Schwarzfahren. Das wollen wir natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Jetzt haben wir gültige Tickets. Wo müssen wir hin? Wir müssen zur U-Bahn-Linie U2. Die fährt in Richtung Ruhleben. Das große Schild an der Decke zeigt nach links. Da ist eine Rolltreppe. Lass uns die Rolltreppe nehmen. Das ist viel besser für dein verletztes Knie. Das ist sehr rücksichtsvoll von dir. Komm, wir stellen uns auf die rechte Seite. Genau. In Berlin gilt die wichtige Regel: rechts stehen, links gehen. So, wir sind unten auf dem Bahnsteig. Es ist ziemlich laut hier. Ja, auf der anderen Seite fährt gerade ein anderer Zug ein. Der Windzug ist richtig stark, wenn die große Bahn ankommt. Wir müssen hier auf dieser Seite warten, bei Gleis 2. Es gibt hier auch einen großen digitalen Anzeiger über unseren Köpfen. Was steht darauf geschrieben? Wann kommt unser nächster Zug? Da steht U2 Ruhleben und dahinter eine 3. Das bedeutet, der Zug kommt in genau 3 Minuten. Das ist ein sehr guter Takt. Wir müssen wirklich nicht lange warten. Die U-Bahnen und Zentrum fahren fast alle 5 Minuten. Das ist praktisch. Sollen wir uns so lange auf diese Bank dort hinten setzen? Ja, setz dich sofort hin. Du musst dein Knie schonen. Die Bank aus Holz ist ein bisschen hart, aber es tut sehr gut zu sitzen. Die Station ist hier komplett mit grünen Fliesen dekoriert. Das sieht ein bisschen aus wie in einem alten Badezimmer. Ja, aber viele U-Bahnhöfe hier stehen unter Denkmalschutz. Oh, ich höre ein lautes Grollen aus dem dunklen Tunnel. Der Zug kommt. Steh ganz langsam und vorsichtig auf. Ich sehe schon die Lichter der Bahn. Sie ist knallgelb. Ja, die Berliner U-Bahnen sind immer gelb angestrichen. Der Zug bremst sehr laut. Wir müssen ein großes Stück zurücktreten. Stell dich sicher hinter die dicke weiße Sicherheitslinie auf dem Boden. Die Türen sind direkt vor uns stehen geblieben. Wir müssen warten, bis die Leute ausgestiegen sind. Dann steigen wir ein. Die Leute sind alle draußen. Jetzt können wir einsteigen. Pass auf die Lücke zwischen dem Zug und dem Bahnsteig auf, Max. Alles gut. Ich habe den Schritt sicher gemacht. Die Türen schließen sich gleich automatisch. Wir müssen schnell rein. Wir sind drin. Es ist ganz schön voll hier in diesem Waggon. Ja, um diese Uhrzeit sind viele Touristen und auch Berliner unterwegs. Ich sehe leider keinen einzigen freien Sitzplatz mehr für uns.
Das ist sehr schlecht für dein Knie. Sollen wir uns festhalten? Ich halte mich einfach an dieser dicken gelben Stange hier in der Mitte fest. Oh, ein junger Mann steht gerade auf. Er zeigt auf seinen Platz. Er bietet mir seinen Sitzplatz an? Das ist ja unglaublich nett. Ja, er hat wahrscheinlich deine dicke Bandage gesehen. Sag danke. Vielen Dank, das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen. Setz dich schnell hin, bevor der Zug richtig anfährt. Puh, das ist eine Erleichterung. Sitzplätze in der U-Bahn sind wertvoll. Ich bleibe einfach hier direkt neben dir stehen und halte mich fest. Der Zug fährt los. Die Beschleunigung ist ziemlich stark. Ja, man muss aufpassen, dass man nicht umfällt, wenn man steht. Direkt über der Tür hängt ein großer Plan mit allen Stationen. Das ist der Netzplan. Da können wir sehen, wo wir genau sind. Wir sind am Alexanderplatz eingestiegen. Wie viele Stationen sind es? Lass mich schauen. Klosterstraße, Märkisches Museum, Spittelmarkt. Das sind ja ganz schön viele komplizierte Namen. Wir müssen am Gleisdreieck aussteigen. Das sind insgesamt 8 Stationen. Die Bahn fährt teilweise oberirdisch und teilweise im Tunnel, oder? Genau. Diese Linie fährt ein großes Stück als Hochbahn über den Straßen. Oh, wir harren gerade aus dem dunklen Tunnel heraus ans Tageslicht. Schau aus dem Fenster. Wir fahren jetzt direkt über das Wasser. Das ist bestimmt der Fluss Spree. Die Aussicht ist fantastisch. Ja, so bekommt man eine kleine kostenlose Stadtrundfahrt. Aus den Lautsprechern kommt jetzt eine automatische Ansage. Sie sagt immer die nächste Station und die Umsteigemöglichkeiten an. Nächste Station, Stadtmitte. Übergang zur Linie U6. Alles richtig verstanden. Du lernst das System wirklich schnell, Max. Die Türen öffnen sich diesmal auf der rechten Seite. Viele Leute steigen hier aus, um zum Checkpoint Charlie zu gehen. Jetzt gibt es auch für dich einen freien Platz direkt neben mir. Das ist toll. Ich setze mich. Meine Füße sind nämlich auch etwas müde. Es ist sehr warm in diesem alten Zug. Es gibt wohl keine Klimaanlage. Im Sommer kann es hier sehr heiß werden. Aber heute ist es okay. Jemand spielt laut Musik im vorderen Teil des Waggons. Das ist ein Straßenmusiker. Das passiert in der U-Bahn sehr oft. Er spielt Gitarre. Das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Viele Fahrgäste geben ihm beim Aussteigen ein bisschen Kleingeld. Die Bahn fährt jetzt wieder in einen dunklen Tunnel hinein. Wir sind bald da. Wir nähern uns jetzt dem Potsdamer Platz. Ist das schon unsere Station zum Aussteigen? Nein, wir müssen genau eine Station nach dem Potsdamer Platz raus. Die Türen schließen sich wieder. Weiter geht die schnelle Fahrt. Schau mal da vorne, die beiden Männer in den normalen Freizeitjacken. Was machen die da? Sie zeigen den Leuten kleine Ausweise. Das sind Fahrkartenkontrolleure. Sie überprüfen jetzt die Tickets der Gäste. Oh, Sie arbeiten nicht in einer Uniform? Das ist ja überraschend. Nein, in Berlin sind sie sehr oft in ziviler Kleidung unterwegs. Einer der Männer kommt jetzt direkt auf uns zu. Hol schon mal dein gestempeltes Ticket aus der Tasche, Max. Ich habe es hier sicher in meiner rechten Jackentasche. Da ist er schon. Guten Tag, die Fahrscheine bitte. Guten Tag, hier ist mein Ticket für heute. Und hier ist meine Tageskarte.
Er schaut sich den kleinen Stempel mit dem Datum ganz genau an. Er prüft auch, ob das Ticket für die richtige Zone AB gültig ist. Er nickt und gibt uns die Tickets zurück. Danke, gute Weiterfahrt. Vielen Dank. Siehst du, Max, es war sehr wichtig, das Ticket zu stempeln. Du hattest absolut recht. Die Frau da hinten muss anscheinend eine Strafe zahlen. Ja, sie diskutiert laut mit dem Kontrolleur. Sie hat kein gültiges Ticket. Das ist sehr unangenehm für sie. Alle Leute im Waggon schauen zu ihr hin. Deshalb sollte man immer ehrlich sein und brav am Automaten bezahlen. Jetzt kann ich mich wieder entspannen. Die Kontrolle ist zum Glück vorbei. Stecke das Ticket aber wieder ganz sicher in deine tiefe Tasche. Erledigt. Wir haben ein Ticket, wir haben gestempelt, alles ist gut. Genau, so reist man völlig entspannt durch die Hauptstadt. Die laute Ansage kam gerade. Nächste Station, Gleisdreieck. Das ist unsere Station. Wir müssen jetzt langsam aufstehen. Ich halte mich gut an der Haltestange fest, während der Zug noch fährt. Geht es mit dem verletzten Knie beim Stehen? Ja, es ist völlig in Ordnung. Der Sitzplatz vorhin hat wirklich sehr geholfen. Wir gehen am besten schon mal in Richtung der Türen. Sollen wir uns auf der linken oder der rechten Seite an die Tür stellen? Die Ansage sagte Ausstieg links, also stellen wir uns auf diese Seite. Gut, ich stehe vor der Tür. Muss ich zum Öffnen einen Knopf drücken? Ja, wenn der Zug anhält, leuchtet der grüne Knopf. Dann musst du drücken. Bei einigen modernen Zügen öffnen sich die Türen doch automatisch, oder? Das kommt auf das Modell an. Hier bei diesem alten Zug musst du drücken. Wir fahren in den Bahnhof ein. Der Zug bremst jetzt wieder stark. Halt dich gut fest. Es ruckelt immer ein kleines bisschen am Ende. Der Zug steht. Der Knopf leuchtet hellgrün. Ich drücke ihn jetzt. Die Türen gehen zischend auf. Lass uns vorsichtig aussteigen. Wir sind wieder an der frischen Luft. Dieser Bahnhof ist komplett oberirdisch. Ja, Gleisdreieck ist eine sehr schöne und bekannte Hochbahnstation. Wo müssen wir jetzt langgehen, um das große Museum zu finden? Wir müssen den Ausgang suchen. Da hängen gelbe Schilder an der Decke. Da steht Ausgang und ein kleiner schwarzer Pfeil zeigt nach unten. Dann müssen wir wohl die Treppe nehmen. Oder sollen wir den Aufzug suchen? Ein Aufzug wäre super. Treppensteigen ist noch etwas schwierig für mich. Ich sehe das Rollstuhlsymbol dort drüben. Da ist ein gläserner Fahrstuhl. Der Fahrstuhl ist ziemlich groß und sieht sehr modern aus. Wir drücken die Taste für das Erdgeschoss. Wir fahren hinunter auf das Straßenniveau. Das geht sehr schnell. Die Türen öffnen sich. Wir sind jetzt in der Eingangshalle des Bahnhofs. Hier unten gibt es viele kleine Bäckereien und Zeitungskioske. Möchtest du dir noch schnell einen heißen Kaffee für den Weg kaufen? Nein, danke. Ich möchte jetzt am liebsten direkt zum Museum gehen. In Ordnung. Dann müssen wir hier durch diese großen Glastüren gehen. Draußen ist es heute etwas bewölkt, aber es regnet zum Glück nicht. Wir müssen nach rechts abbiegen und die Straße hinunterlaufen. Gibt es hier Straßenschilder, die den Weg zum Technikmuseum zeigen? Ja, dort oben an der Laterne hängt ein braunes Schild für Touristen. Ich sehe es. Deutsches Technikmuseum steht dort in weißen Buchstaben. Es ist nur ein sehr kurzer Fußweg, etwa 5 Minuten von hier entfernt. 5 Minuten schaffe ich problemlos. Ich kann auch schon etwas schneller gehen. Anstrenge dich nicht. Wenn das Knie wehtut, machen wir eine Pause.
Keine Sorge, die Vorfreude auf das Museum ist viel größer als der Schmerz. Da drüben sieht man schon ein riesiges Flugzeug auf dem Dach. Wow, ist das wirklich ein echtes Flugzeug dort oben auf dem Gebäude? Ja, das ist das Markenzeichen des Museums, ein historischer Rosinenbomber. Das sieht unglaublich spektakulär aus. So etwas habe ich noch nie gesehen. Warte ab, bis wir erst drin sind. Das Museum ist einfach gigantisch. Wir müssen nur noch diese große mehrspurige Straße überqueren. Die Fußgängerampel ist rot. Wir müssen kurz warten, bis es grün wird. Die Ampel ist grün. Wir können sicher rübergehen. Schau mal, wie viele Kinder und Familien heute hierher kommen. Das ist wohl ein extrem beliebtes Ziel für einen Wochenendausflug. Ja, besonders weil man dort drinnen so viele Dinge anfassen und ausprobieren kann. Wir stehen jetzt direkt vor dem Haupteingang. Das Gebäude ist sehr beeindruckend. Sollen wir direkt reingehen und uns an die Kasse stellen? Ja, aber warte kurz. Ich muss noch einmal ganz tief durchatmen. Hast du doch wieder Schmerzen im verletzten Bein bekommen? Nein, ich bin einfach nur sehr glücklich, dass wir endlich hier sind. Nach dem ganzen Stress gestern im Park hast du dir das auch verdient. Und die Fahrt mit der U-Bahn war eigentlich auch ein echtes Erlebnis für mich. Du hast alles super gemacht. Tickets gekauft, gestempelt und die Kontrolle überstanden. Ich fühle mich schon fast wie ein echter Berliner. Dann lass uns jetzt als echte Berliner die Geschichte der Technik erkunden. Hast du auch deine Kamera dabei, Anna? Natürlich, ich werde viele tolle Fotos von den alten Zügen machen. Die großen Glastüren öffnen sich automatisch. Die Eingangshalle ist sehr hell. Da drüben ist die Garderobe. Sollen wir unsere dicken Jacken abgeben? Ja, drinnen ist es warm. Das ist viel bequemer zum Laufen mit dem Knie. Ich sehe auch schon den Ticketschalter. Es ist zum Glück nicht viel los. Super. Dieses Mal bezahle ich aber die Eintrittskarten für uns beide. Das nehme ich sehr gerne an. Vielen Dank für die Einladung, Max. Komm, wir gehen zum Schalter. Ein neuer spannender Tag beginnt. Ich freue mich sehr darauf. Lass uns endlich reingehen.